Okay, das war Bagan und das war ja unsere schöne Radfahrgruppe mit Erik und Molly und Hayden. Hatten eine richtig tolle Zeit mit den dreien. Wir haben uns vor 3,5 Wochen das erste Mal getroffen in Indien. Eine wundervolle Zeit, ein paar richtig schöne Erlebnisse gehabt, viel gelacht, viele spannende Sachen gesehen und gegessen. War einfach super. Die drei bleiben jetzt wahrscheinlich noch einen Tag länger und fahren morgen dann weiter. Vermutlich werden wir uns irgendwann auf der Straße noch mal wieder sehen, weil wir haben alle irgendwie so halbwegs das gleiche Ziel. Für uns geht es alle irgendwie Richtung Chiang Mai nach Thailand. Von daher werden wir uns bestimmt noch mal wieder sehen. So, wie ihr gesehen habt, ich habe meinen Helm modifiziert. Jetzt eine kleine Cap daran gebaut, um ein bisschen Schutz vor der Sonne zu finden. Es ist jetzt 10 Uhr morgens und es ist schon wieder ordentlich heiß. Der Sommer kommt jetzt und es wird von Tag zu Tag wahrscheinlich heißer. Wenn wir jetzt auch Richtung Süden fahren, das kommt dazu, wird es nochmal wieder heißer. Von daher, genau, jetzt ein bisschen zusätzlichen Sonnenschutz am Start. Es ist jetzt kurz vor 5 Uhr. Wir haben gut 80 Kilometer gemacht. Ziemlich nice, ziemlich erfolgreich. Jetzt haben wir eben auf Google Maps geguckt, um nach einem Zeltplatz zu suchen und haben hier den kleinen Weg hier gefunden. Und jetzt gucken wir mal, was hier kommt. War sonst immer Eriks Aufgabe. Vielleicht hier. Aber Erik ist nicht mehr da. Jetzt müssen wir das wieder selber machen. Ja, sieht aber ziemlich gut aus hier. Ich denke, hier finden wir was Brauchbares. Wir sind jetzt gerade eben auf den Mandalay-Yangon Highway abgebogen, also ja, eine große Hauptstraße, die einmal quer durchs ganze Land führt. Jalaba. Yes. Okay, thank you. Yeah. So we can take this road Yes, here? yes. No problem? Yes. Okay, perfect. Where do we get? Oh, Here. Oh. Yes. So? Okay, yes, perfect. Yeah, baby. So this highway not allowed. Not allowed. Okay, Only for the vegetarian. only for vehicle, okay. Yes. Good. Me, no? Jetzt wurden wir eben gerade von der Highway-Polizei angehalten. Weiß nicht, 4, 5 Leute oder sowas. 2 Fahrzeuge. Hello. Und naja, sie haben gesagt, wir dürfen halt nicht auf dem Highway fahren. Okay, ist halt überhaupt kein Verkehr, aber gut. Regel ist Regel. In Deutschland darf man auch nicht auf der Autobahn fahren. Von daher ist das okay. Haben sie kurz unsere Pässe noch kontrolliert, ein paar Bilder gemacht. Aber waren eigentlich ziemlich freundlich.
Und ja, jetzt sind wir hier auf der Kleinstraße. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. So fühlt man sich hier in Myanmar auf. Es stehen überall solche Fässer mit Wasser und ein Tässchen zum Trinken oder zum Abfüllen. Und so füllen wir uns Wasser ab. Muss man immer gucken, wie das Wasser aussieht. Manchmal, oder ja, irgendwie selten, aber ab und an schwebt also super komisches Zeug. Dann soll man das Wasser nicht trinken. Aber wenn es gut aussieht und gut schmeckt, dann ist es gut. Sehr schön. So. So. Fertig. Ja, das ist richtig gut. Schöne Sandpiste hier. Man sinkt ordentlich gut ein. Guck mal, dass es gleich besser wird. Aber der ist ein bisschen leichter, die sinkt nicht so tief ein. Ja, also verwandelt sich der Highway in irgendeine Sand-Schlammpiste. Da vorne geht die Straße weiter und hier geht irgendwie so ein Bach rüber oder sowas. Und das sieht ziemlich müllig aus. Und schlammig. Uah. Ui. Ja, wir müssen irgendwie durch. Ich habe mal wieder mein Talent dafür bewiesen, kleine komische Wege zu finden. Mingalaba. Uff. Okay, also der Sand wird wieder sandiger. Oder wie sagt man? Uff, das heißt, wir müssen schieben. Was nicht so geil ist und anstrengend ist. Und die Straße ist noch irgendwie, ich glaube, 20 Kilometer lang, bis wir auf eine andere Straße kommen. Ja, sieht ein bisschen besser aus. Hier ist die örtliche Müllkippe. Uah, Igitt. Aber was viel besser ist, hier ist wieder Asphalt. Yeah. Uff. Uff, das waren echt ein paar taffe Kilometer. Boah, ich sehe zu, dass ich ein bisschen weiterkomme. Das stinkt hier echt. So, hier gibt es jetzt so noch eine neue Art Kokosnüsse. Die sehen so aus. Also es sind irgendwie so 3 Kammern. Ich habe jetzt schon das meiste davon aufgefuttert tatsächlich. Und wenn die rausnimmt, dann hat man irgendwie so so eine Füllung. Und da drin ist so ein Gelee-mäßiges Kokosnussfleisch. Dem hat er uns noch ein Stück Zucker dazu gegeben. Dann war es noch geiler. Aber so ist es auch schon ziemlich gut. Also, nice. Thank you. Chase it in Bade. Taco. Ah, Taco, your village living. Ah, okay. Going with the motorbike. Nice. Thank you. Bye bye.
Also wir sind jetzt auf der Zubringerstraße nach Naypyidaw. Das sind, glaube ich, noch ungefähr 40 Kilometer bis zur Stadt. Ja, ich bin gespannt, was uns da morgen erwartet. In Naypyidaw, in der Hauptstadt von Myanmar. Die auch bekannt ist, glaube ich, als die leerste Hauptstadt der Welt. Aber das werden wir morgen noch mal genauer sehen. Okay, ungefähr noch 10 Kilometer, glaube ich, bis ins Stadtzentrum. Und wir sind auf einer vierspurigen Straße jetzt. Alleine. Und da eben bei dem Kreisverkehr war schon ein Gärtner. Also die frühere Hauptstadt von Myanmar war Yangon, weiter im Süden des Landes an der Küste. Ungefähr, ich glaube, ja, 400 Kilometer südlich von hier. Und da wohnen heute auch noch 5 bis 6 Millionen Menschen. Also ist die größte Stadt des Landes nach wie vor. 2005 hat das damalige Militärregime allerdings beschlossen, Naypyidaw, wo wir jetzt sind, zur Hauptstadt zu machen. Und hat die Jahre davor Milliarden von Dollars investiert, um diese Stadt hier zu bauen bzw. weiter auszubauen. Und hat halt unter anderem fette Straßen gebaut. Also ja, hier sind wir jetzt vierspurig unterwegs. Ich glaube, wir werden heute noch ein paar größere Straßen sehen. Und ja, diverse Parkanlagen und Tempel und Einkaufszentren und alles, was dazugehört zu einer modernen Stadt. Problem ist, hier wohnt so gut wie niemand. Ich weiß nicht so ganz genau warum, aber irgendwie haben sie es von Anfang an nicht hinbekommen, hier Leute anzusiedeln. Und jetzt ist es quasi, jetzt ist es eine Stadt, die wahrscheinlich Kapazität für 20 Millionen Menschen hat. Aber es leben knapp 1 Million Menschen hier laut offiziellen Angaben. Nachrichtendienste oder Organisationen sagen auch, dass selbst die 1 Million noch viel zu hoch gegriffen ist und dass hier noch viel weniger Menschen wohnen. Und ja, deswegen haben wir hier Naypyidaw, die Hauptstadt von Myanmar, als Geisterstadt. Das ist jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-spurig. Where are you come from? From Germany. Germany. You come from Naypyidaw? Yes. Wow. How long you lived here? How many years you in Naypyidaw? 3 years. 3 years? Yes. And you like it? It's a good city? Yeah. Good. It's so big. Oh, So big roads. oh yes. I cannot speak English very well. Oh, it's good. Very big roads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Very wide. Yes. Das ist verrückt. Das ist einfach nur verrückt. Eine riesige Straße und nichts los. Der Stadt ist so groß gebaut, aber kaum was los. Jetzt hier rechts und links so Felder. Ja, auf jeden Fall. Wir fahren jetzt auf jeden Fall, ja. Wir fahren jetzt voll durch durch landwirtschaftliche Flächen. Allerdings sind wir halt auf dem Weg zur Hauptattraktion von Naypyidaw. Und zwar zu einer Pagode. Ich glaube, so weit ist das auch gar nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein nahezu 1:1 Nachbau einer Pagode in Yangon, der früheren Hauptstadt. Und
ja, die haben sie einfach nachgebaut in der gleichen Größe und hier aufgebaut. Weil, ja, die Hauptstadt braucht die Pagode halt, ne? Ist doch klar. Okay, also wir sind bei der Upatasanti-Pagode und wir haben gerade schon die traditionellen Longis verpasst bekommen. Die muss man hier tragen, wurden ganz angezogen. Jetzt sind wir, ich weiß nicht, jetzt sind wir mit dem Fahrstuhl hochgefahren, damit man nicht die Treppen laufen muss. Ich weiß auch nicht, ob das normal ist, aber keine Ahnung, wir sind irgendwie bei dem Fahrstuhl angekommen und wow, krass. Wow. Ein riesiges Gelände. Boah. Da hinten, es gibt in jeder Ecke, glaube ich, einen Fahrstuhl. Da gibt es einen hier und dahinter wahrscheinlich auch. In der Mitte sind jeweils Treppen, die hochgehen. Boah, und in der Mitte ist die Pagode und da wird gerade irgendwie fleißig gearbeitet. Das Ding ist komplett vergoldet oben. Es glänzt wie sonst was. Wow. Voll schöner Ausblick und hier auch da die Berge. Ja, auf jeden. Das Junction Center, die erste und größte Mall in Naypyidaw. Wir haben uns vorhin gefragt, wo das ganze Geld herkommt. Und ja, um diese Stadt irgendwie zu bauen, also es hat Milliarden gekostet, selbstverständlich, diese Stadt zu bauen. Wir haben ein bisschen überlegt und unsere Überlegungen waren tatsächlich richtig. Also was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, dass Myanmar ein paar Edelsteine hat. Das ist richtig. Myanmar hat ein bisschen Gold. Das ist richtig. Myanmar hat Opium. Insbesondere im goldenen Dreieck zwischen Myanmar, Laos und Thailand und China. Genau, die 4 Länder. Da geht es halt hoch her, da wird viel Opium irgendwie hin und her gehandelt und transportiert und was auch immer. Und in Myanmar wird es halt viel angebaut. Dann, was wir auch gesagt haben, natürlich die Chinesen. Ganz klar, die Chinesen sind mit im Spiel, selbstverständlich. Die Chinesen investieren überall, bauen überall und natürlich auch in Myanmar. Hier wird ordentlich investiert, hier werden Flughäfen gebaut, Straßen und so weiter mit Geld von der chinesischen Regierung. Um vor allen Dingen auch ein bisschen eine Basis zu haben im Osten von Indien, angrenzend quasi zum Nordosten von Indien, weil es da auch territoriale Streitereien gibt im Nordosten von Indien. Arunachal Pradesh, der Bundesstaat von Indien, ganz im Nordosten, den beansprucht China auch für sich. Da gibt es viele Probleme und deswegen, ja, natürlich sind die Chinesen in Myanmar und bauen hier ihre Stellung weiter aus. Und ja, dann hat Myanmar noch ein bisschen Erdgas. Ja. Und das war's, glaube ich. Dann gibt es halt ja, so ein paar Investoren, insbesondere aus China und aus Japan. Also Myanmar war früher eine Militärdiktatur und ich glaube 2015 oder sowas ist diese gestürzt worden von, ich weiß den Namen nicht, von einer Frau irgendwie, die jetzt das Land regiert. Die hat auch den Friedensnobelpreis bekommen. Alle waren damals ganz glücklich und naja, jetzt sind hier die Sachen mit den Rohingya, mit der Tötung von muslimischen Menschen, eine der größten Menschenvernichtungen der letzten Zeit. Also schon ziemlich krass, was die hier auf einmal gemacht hat.
Und die hat vorher den Friedensnobelpreis bekommen. Ja, auf jeden Fall haben das irgendwie viele europäische Investoren und so weiter nicht so gut gefunden. Aber die Chinesen und die Japaner sind dabei geblieben und haben hier weiter investiert. Und ja, so sieht es jetzt aus hier in Myanmar. Ziemlich verrückt alles. Jetzt sind wir auf dem Weg zu unserem Hotel. Gucken wir mal, was wir da Schönes am Start haben. Ja, das sieht ganz gut aus. Gab es irgendwie so ein Spezialangebot. Wir zahlen jetzt 14 Euro. Normalerweise kostet das Zimmer 60 Euro, glaube ich. Das ist schon ein 3-Sterne-Hotel. Ziemlicher Luxus, aber naja, für 14 Euro geht's wohl klar. Das Hotelzimmer. Sehr gut. Richtig gut. Unser Zeug ist hier. Hier haben wir quasi auch so eine Art Balkon. Da hinten stehen unsere Räder. Und Dusche und Toilette ist da hinten irgendwo ein bisschen anders. Weiche Matratze und Minibar, die wir allerdings natürlich selber aufgefüllt haben. Hier 2 Bier am Start. Die genehmigen wir uns gleich, nachdem wir geduscht haben. Wir hatten gerade sehr, sehr, sehr gutes Buffetfrühstück mit allen möglichen Nudeln, Wassermelonen, Jam, Marmeladen, Brot. War richtig gut. Kaffee und Tee. Kaffee, Tee, irgendwelche Gemüse. Und jetzt geht's weiter. Jetzt sind das ungefähr 800 Kilometer bis zur Grenze nach Thailand. Ich glaube, wir haben ungefähr 7 Tage oder 6, so in unserem regulären Visum. Gucken wir mal, ob wir das so hinkommen. Sonst bezahlen wir die Tage, die wir unser Visum überstehen. Und jetzt geht es weiter Richtung Süden, so Richtung Yangon. Aber nach Yangon fahren wir nicht. Boah, 10 Kilo, oder? Boah, mindestens 10 Kilo. Wahrscheinlich sogar mehr. Jetzt schneiden wir die Kurzes weg, Workout nach vorher. Die ist richtig gut. Oh yeah. Ein Wassermelonenfeld. Mit den Gärtnern. Die Wasserbüffelgärtner. Bengalava. Diese Spendenstation, die wir da eben gesehen haben, die sehen wir die ganze Zeit. Also alle 5 Kilometer würde ich sagen, ist so eine an der Straße so eine Spendenstelle für die buddhistischen Kloster. Und da stehen dann 6, 7, 8 Leute mit so silbernen Töpfen am Straßenrand und klimpern damit rum und wollen Spenden sammeln. Und dann gibt es meistens noch irgendwie so eine kleine Hütte dazu, wo dann auch noch mal 4, 5 Leute irgendwie stehen oder sitzen und meistens läuft irgendwie Musik dazu. Und wie gesagt, das haben wir wirklich in ganz Myanmar bisher, ja, durchaus alle 5, alle 10 Kilometer
Also mehrmals am Tag auf jeden Fall. Ich habe 3 Theorien dazu. Die erste, was allerdings glaube ich die unwahrscheinlichste ist, das sind Mönche und Nonnen, die tatsächlich Geld für ihr Kloster sammeln. Das ist meine Meinung und ich habe das auch nicht nachgeguckt. Ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber das ist einfach mal aus dem Bauch herausgeschossen meine Meinung. Die zweite Theorie, dass das Militär da irgendwie hintersteckt und irgendwie das Geld für das Militär gesammelt wird. Was glaube ich aber auch relativ unwahrscheinlich ist, weil es einfach auch bedeuten müsste, diese beiden Theorien setzen voraus, dass dort wirklich Geld gesammelt wird, dass dort wirklich Menschen anhalten und dort Geld spenden. Und das habe ich tatsächlich bisher noch nie gesehen, dass irgendjemand dort angehalten hat und den Leuten Geld in ihren Topf geworfen hat oder reingedrückt hat. Deswegen die dritte Theorie, das hängt mit dem Opiumhandel zusammen. Das ist quasi ein riesengroßes Geldwäschegeschäft. Myanmar ist einer der größten Opiumproduzenten der Welt. Oder halt Heroin. Ja. Und die Leute wollen ihr Geld natürlich auch irgendwie ausgeben. Also das ist natürlich illegal hier, auch in Myanmar. Aber naja, die Leute wollen natürlich ihr Geld trotzdem irgendwie ausgeben, deswegen muss es gewaschen werden. Und da bedienen sich die Leute diesen Spendenständen. Ja, ich finde, das ergibt Sinn. Wow. Jetzt lege ich mich erst noch fast auf die Fresse für diese bösen Gedanken. Aber ja, ich glaube, das ergibt Sinn. Also das gesamte Geld, was im Opiumanbau verdient wird, das werden wahrscheinlich Millionen bzw. Milliarden sein. Die werden quasi an die ganzen Klöster gespendet, in Anführungsstrichen. Das Geld ist dadurch gewaschen. Und damit das nicht so auffällt, stehen halt überall diese Spendendinger rum, wo dann vielleicht noch ein paar Cent zusätzlich verdient werden durch irgendwelche Leute, die tatsächlich spenden. Aber im Endeffekt kommt es wahrscheinlich vom Opium. Meine Theorie. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu meint. So, guten Morgen. Wir bereiten uns gerade unser Frühstück vor. Dem ist hier ein Typ lang gekommen. Hat kein Wort gesagt irgendwie. Ich habe, glaube ich, guten Morgen gesagt. Er hat irgendwie nicht wirklich reagiert. Und jetzt, weißt du, er hat irgendwie seine Schuhe hier ausgezogen. Seine Schuhe, die stehen hier. Und jetzt chillt er da vorne rum. Da. Und hat irgendwie eine Gießkanne und gießt da irgendwie seinen kleinen Gemüsegarten oder was auch immer er da irgendwie auf diesem Berg hat. Ganz witzig. Naja, keine Ahnung. Hier sind seine Schuhe. Wir machen uns jetzt Frühstück. Ordentlich Bananen und Wassermelone. Schön Tee. Oh, genießen den geilen Ausblick hier. Wir sind im Melonenparadies. Überall
Riesige Stände. Oh, hier gibt es die Melonen. Überall riesige Stände mit Melonen. Und sogar unsere Lieblingsmelonen, die wir in Usbekistan immer hatten. Die hier, Mingalawa. $4,000. This one 4. This one 1,000. This one 1,000. Ah, 3 for 1,000. Ah, okay. Mittagspause in einem nicht aufgebauten Melonenstand. Ja, wir haben 4 Melonen zum Verkauf. Genau, nix da. Die futtern wir alle selber. Also eine so eine gelb-grüne, eine gelbe glatte. Das ist so eine, ich glaube, das ist eine Honigmelone, ne? Die kennen wir auch aus Deutschland. Vielleicht. Und das ist noch so eine grüne. Was geben wir so? Von 1 bis 10? Ja. Würde ich vielleicht 6 oder 7 geben. Sie könnte viel süßer sein. Für die gebe ich auch eine 5, würde ich sagen. 5 von 10. Die ist leider noch nicht reif. Die hat Potenzial, denke ich, aber ja, jetzt ist sie leider noch nicht ganz reif. Deswegen ist sie noch nicht so süß, wie sie sein könnte. Die schmeckt wie Kürbis. Kürbis? Ich würde nicht sagen direkt Kürbis. Die schmeckt wie So, es schmeckt auf jeden Fall echt ganz anders als die hier. Also, sehen fast gleich aus, aber echt ziemlich andere Geschmäcker. Wie viele Punkte gibst du? 5. Ja, würde ich auch sagen. Also die ist auf jeden Fall richtig schön süß. Aber ein ganz bisschen vielleicht zu reif. Aber ich glaube, das ist der Gewinner. Ich würde 8 von 10 Punkte geben. Fazit auf jeden Fall. Wir müssen mehr aufpassen beim Melonenkauf. Wir müssen die Reifen kaufen. Wie suchen wir sie aus? Weiß ich nicht. Aber die schmeckt ganz gut eigentlich. Die ist ganz, aber sie könnte noch ein bisschen süßer sein, oder? Aber bis jetzt, das ist die beste, würde ich sagen. Ja. Ja, vielleicht hat sie mehr als 5 Punkte verdient. Vielleicht 7. Die vielleicht 7. Die hier 5. Ah, die habe ich noch gar nicht probiert, oder? Nee. Ja, die ist besser als die. Die ist 6. Die hier ist 6. Und die hier, meiner Meinung nach, 8. Das war der große Melontest. Beim nächsten Mal wieder einschalten. So we are back together with Hayden and Molly. You already know these guys. And now we are at this Buddhist temple, at this crazy walk. It's like a cave. And apparently they also have like a hot spring. So they have some swimming pools here, and that's what we're gonna do now. Take a bath. Ich habe mich gerade schön auf die, naja, nicht auf die Fresse gelegt, aber auf den Kopf. Aber ist alles gut gegangen. Nur ein bisschen Blut, zum Glück. Ich konnte mich irgendwie mit meinen Armen abstützen, ich bin halt ausgerutscht. Ja, ist alles gut gegangen. Das Bad war hervorragend. Eine heiße Quelle, ich weiß nicht, es ist 45 Grad warm oder so, das Wasser hier draußen, das ist irgendwie ja 35 oder sowas, also es war heißer. Wir haben schon so geschwitzt, als wir hier angekommen sind und dann noch in das heiße Wasser, aber es war einfach herrlich.
super entspannt. Oh, ja, und dann rutsche ich aus. Naja, egal, aber es ist alles gut gegangen, also glücklicherweise. Und ja, jetzt sind noch Juan und Timmy mit dabei. 2 Radfahrer aus Argentinien und Rumänien, die haben wir auch gestern getroffen. Und ja, die Gang ist wieder komplett. Jetzt fahren wir gleich los, denke ich, suchen uns ein Restaurant und holen uns ein schönes Bier, weil ja, ich brauche absolut ein Bier heute. Dann suchen wir uns einen Campingspot. Guten Morgen. Mein Verband, den Olga mir gestern Abend gemacht hat, aber es ist alles... Das ist ganz kleine Platzwunde. Es sieht alles sehr gut aus. Ja, nein, es ist nicht mal eine Platzwunde. Oder ist es eine Platzwunde, meinst du? Eine Platzwunde. Ja, vielleicht, ja. Ganz klein. Ja. Ja, nee, glücklicherweise alles gut gegangen. Mein Hintern tut jetzt ein bisschen weh. Ich bin auf den Hintern gefallen. Konnte ich mich halt ein bisschen mit meinem Arm abstützen. Und dann bin ich aber auch mit dem Kopf auf den Stein gefallen. Boah, das ist echt nicht cool. Sowas mag ich überhaupt nicht. Kopf irgendwo rauf. Nee. Aber ist alles gut gegangen. Sehr schön. Und jetzt, ja, wir haben hier diesen schönen Campingspot gefunden gestern Abend. Mit einem schönen Blick auf den See und den Berg. Der Berg da hinten, das ist der Tempel. Also da wo der Tempel ist, wo die warme oder heiße Quelle ist, wo wir gestern gebadet haben. Da rechts geht gleich die Sonne auf. Sieht echt schön Das aus. ist richtig, richtig schön. Und da hinten sind unsere Zelte. Unser Zeltlager. Einen letzten Berg, den wir jetzt zu überqueren haben. Ungefähr 500 Höhenmeter. Davon versuchen wir heute noch so viel wie möglich zu machen. Dann werden wir noch eine Nacht zelten. Morgen früh werden wir dann nach Thailand rüberfahren. So, das war unsere letzte Nacht in Myanmar. Hier haben wir gezeltet. Ja, hat auch diese Nacht alles wieder gut geklappt. Also ja, Zelten in Myanmar war in der Hinsicht Überraschenderweise viel entspannter, als wir uns gedacht haben. Wir wurden noch kein einziges Mal von der Polizei erwischt oder mussten kein einziges Mal irgendwo anders ziehen. Deswegen hat echt alles gut geklappt. Einfach gucken, dass man irgendwie nicht sofort gesehen wird. Irgendwie ein bisschen tiefer reingehen und in keinem Fall die Leute fragen, weil dann fühlen sie sich ein bisschen verantwortlich für dich. Und vielleicht in den meisten Fällen rufen sie dann die Polizei. Ja, das waren jetzt 28 Tage Myanmar, wovon 7 Tage in Tamu krankheitsbedingt waren. Also 21 Tage haben wir das Land erkundet. Größtenteils mit Hayden und Molly und Erik zusammen, die hier Im Hintergrund noch zu sehen hinten sind. auch noch irgendwie rumtanzen. Also ja, das war ganz wundervoll. Es war eine richtig schöne Zeit. War echt sehr anders im Vergleich zu Indien. Die Leute waren neugierig, aber viel distanzierter. Das Essen war sehr anders. Es war alles auf einmal wieder total anders. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Ja, in Indien war es auch immer so, dass sich immer alles viel geändert hat, aber irgendwo waren die Leute trotzdem immer noch Inder. Und ja, hier war es dann wirklich anders, also sehr viel südostasiatischer, sage ich mal. Und die Leute zurückhaltender, genau. Also es war ein sehr, sehr toller Übergang von Indien. Ein sehr tolles Land nach Indien, weil es einfach deutlich entspannter ist. Und ja, war sehr toll. Jetzt sind es, ich glaube, 20 Kilometer bis zur Grenze. Die fahren wir jetzt noch ab und dann, weiß nicht genau, ich glaube im Hintergrund werden da ein paar witzige Sachen gemacht. Die fahren wir jetzt noch ab und ja, dann war es das mit Myanmar, aber auf jeden Fall toll. Ich denke, wir werden jetzt noch ein paar kleine Fahrszenen hinten dranhängen
Und ja, Wir ansonsten. sehen uns in Thailand. Genau, und wie jedes Mal, lasst einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden, eurer Familie, schreibt eure Fragen in die Kommentare und so weiter. Vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank, dass ihr das Video gesehen habt. Bis Zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns in Thailand. Tschüss. Ciao. Nice day.